Und dann trete ich hier mal schön gegen die Wand. Und heute hier auf meinem Kanal geht es weiter mit einem neuen Update-Video von der Baustelle. Ihr seht, ich habe jetzt schon mal da hinten angefangen mit der Wand weiterzumachen und ich dachte, ich fange erstmal an, ein Vorher-Video zu drehen, bevor ich jetzt anfange, die Wand da rauszureißen. Ein bisschen fehlt schon, seht ihr ja. Ansonsten ist alles noch so wie beim letzten Mal. Einfach, um jetzt nochmal einen Blick zu zeigen, wie es aussieht. Ich habe mich entschieden, erstmal die Wand rauszumachen, weil mich diese Wand gerade so nervt, dass ich jetzt erstmal ein Erfolgserlebnis haben möchte. Und deshalb habe ich jetzt mit der Wand da hinten angefangen. Und ich glaube, dass die relativ schnell rausgehen wird. Und dann ändert sich hier schon mal die ganze Optik nochmal. Ja, drückt mir die Daumen. Und dann schauen wir mal, wie es hier gleich in den neuen Räumlichkeiten der Brickworld in wenigen Sekunden für euch natürlich aussehen wird. So, da melde ich mich zurück und ihr seht, es hat sich doch wieder einiges getan. Die ganze Verkleidung von dieser Seite, von der letzten Wand, die noch gar nicht angefangen war, ist jetzt weg. Nächster Schritt ist, dass jetzt hier die Dämmung rauskommt. Und dann laufen wir mal kurz hier rüber. Kommt natürlich auf dieser Seite auch die ganze Verkleidung runter. Das wird deutlich einfacher, wenn die andere Seite weg ist, dann kann man die von der anderen Seite lustigerweise ziemlich durchtreten. Ist sehr amüsant, sollte man mal gemacht haben. So eine Gipswand durchtreten ist relativ lustig. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt hier die Dämmung raus und dann wird das hier gleich nochmal ganz anders aussehen. Ich habe auch schon ein bisschen hier einen größeren Dreck wieder weggeräumt. Ihr seht, es liegt immer noch sehr viel rum, aber ich habe jetzt schon einige Fuhren an Bauschutt runtergebracht, wo ich alles sammle, getrennt voneinander. Und ja, es liegt zumindest mal nicht mehr so viel im Weg. Ich komme hier besser durch. Es ist relativ mühsam, den ganzen Mist hier wegzuräumen. Aber es ist natürlich für das Ziel ganz ansprechend. So, die ganze Dämmung ist raus und damit ist auch tatsächlich die ganze Dämmung aus dem ganzen Projekt raus. Weil hier ist ja eh keine Dämmung mehr drin, da hinten auch nicht. Und in anderen Stückchen Wänden, in der als auch in der Wand hier hinten im anderen Raum ist, da ist ja gar keine Dämmung drin. Das heißt, das ist schon mal ein Haken, den wir abhaken können, sozusagen, ein Punkt besser gesagt. Und jetzt würde ich sagen, ich trete jetzt einfach mal gegen die Wand. Und das wäre dann der letzte Wanddurchbruch sozusagen. Mal schauen, wie gut es jetzt auf dem Video klappt. Ich halte mich mal hier ein bisschen fest. Und dann trete ich hier mal schön gegen die Wand. Und ich würde sagen, das hat doch gut geklappt. Wir sind durch. Und das ist tatsächlich der letzte Durchbruch. Das heißt, alle Wände sind jetzt mindestens angefangen. Sieht doch auch sehr schön aus von der Seite. Und ich würde sagen, jetzt kommt die ganze Wand hier raus. Wobei die hier wahrscheinlich auch gleich mit weg muss, weil die hängt jetzt sozusagen damit dran. Und ich glaube, es macht gleich nochmal einen riesen Unterschied, wenn das hier gleich alles durch ist. Erster Blick komplett durch. Ich finde es interessant und spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, schauen wir mal, was gleich noch passiert. So, ich habe jetzt hier mal den Wanddurchbruch, den ich hier gerade reingetreten habe, noch mal ein bisschen vergrößert. Und jetzt wirkt man sieht am besten jetzt erstmal, wie groß der ganze Raum jetzt eigentlich mal wird. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich gerade noch ein bisschen Wand rausgerissen hatte und Sachen umgetragen habe. Aber wenn man jetzt mal hier steht, ist es doch nicht so klein. Und vor allem, seitdem jetzt diese Wand hier raus ist, ist der Raum tatsächlich noch mal ein bisschen heller. Und was ich gerade noch mal ansprechen kann, der eine oder andere hat gefragt, ob es hier oben nicht relativ warm werden wird, weil es ist ja so Dachschräge ein bisschen. Wem vielleicht noch nicht aufgefallen ist, auf dieser kompletten Seite ist kein einziges Fenster. Alle Fenster sind hier oder hinten am Ende des Raumes. Denn das hier drüben ist die Sonnenseite. Da drüben scheint komplett die Sonne, die geht ungefähr da hinten auf, läuft dann hier rüber und geht dann irgendwo da hinten unter ungefähr. Und da das hier gar keine Fenster auf dieser Seite sind, wird der Raum tatsächlich gar nicht so warm. Denn Fenster ist natürlich das Schlimmste, die Dämmung ist ganz gut. Und dunkel ist es eh nicht, weil wie gesagt, hier sind einige Fenster. Und jetzt durch die Fenster dort hinten, die natürlich auch noch hier rein Licht werfen, ist es doch noch heller geworden. Ich muss sagen, wir nähern uns jetzt langsam dem Punkt, an dem die ganzen Wände hier raus sind, man den ganzen Schutt rausbringen kann und dann kann endlich der Elektriker kommen und die ganzen Kabel hier rumlegen. Und dann wäre der nächste Schritt tatsächlich streichen. Ja, streichen wäre dann der nächste Schritt, wenn hier alles raus ist und die Kabel richtig verlegt sind, dann kommt Streichen und dann kommt noch der Boden rein und dann sind wir so weit, dass wir im Prinzip anfangen können,
die neuen Tische zu bauen, aber das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Mein ursprünglicher Plan war tatsächlich im Oktober noch umzuziehen. Inzwischen haben wir, glaube ich, 11. oder 10. Oktober, ich weiß es gerade gar nicht, was wir heute haben. Wenn ich das hier aufnehme, wird vielleicht ein bisschen knapp. Hängt mich auch darauf ab, wann der Elektriker kommen kann und wann hier alles gestrichen werden kann und wann man den Boden gießen kann. Ja, aber es macht einen riesen Unterschied jetzt, wo da hinten die Wand weg ist. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und der Raum wird optisch deutlich größer wieder. Ich habe hier jetzt angefangen, hier das ganze Stützkonstrukt rauszunehmen. Und ich habe jetzt auch angefangen, hier unten die Elemente rauszunehmen. Was ziemlich nervig ist, denn alle Schrauben, die hier unten drin sind und das Konstrukt festhalten, drehen alle durch, wenn man sie versucht rauszuschrauben. Das heißt, ich muss da drunter und die hochhebeln, was natürlich deutlich aufwendiger ist, als es sein müsste. Aber jetzt sehen wir auch einen guten Grund, warum man den ganzen Boden nochmal ausgießen sollte, denn hier ist ein ganz schöner Unterschied. Und es wird sich wahrscheinlich auch hier weiter und da hinten auch so weiter ergeben. Aber es wird auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wann ich hier so weit bin, dass man hier streichen kann, Boden gießen kann. Das wird eine richtig schöne Sache, glaube ich. Und noch ein nächtliches Zwischenupdate. Es ist noch mal einiges passiert, wie ihr sehen könnt. Der größte Teil der ganzen Wände ist tatsächlich raus. Wie ihr seht, ist vor allem von der Wand hier relativ viel jetzt noch zusätzlich verschwunden. Ich habe jetzt auch hier schon einen großen Teil vom Ständerwerk, auch an der Decke hier, an der Schräge weggemacht. Und hier sind die meisten der Pfosten raus. Das größte Problem tatsächlich ist momentan noch das hier rauszukriegen, weil es eben durch diese Holzbauweise viel massiver ist als diese Trockenbauwände. Aber man hat jetzt doch schon so ein Gefühl, wie groß das Ganze hier jetzt wird. Und ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass ich diese Woche den ganzen Mist hier soweit rausbekomme. Ich habe auch ein ganzes Stück, wie ihr sehen könnt, jetzt schon vom Müll weggeräumt. Es liegt gar nicht mehr so viel auf dem Boden. Und wenn das Ganze dann weg ist, dann werde ich schauen, dass der Elektriker hier so schnell wie möglich reinkommt, um die ganzen Kabel so weit wie nötig und möglich zu verlegen. Also umzulegen, es sind ja jetzt nicht so viele. Ihr seht, dass hier zum Beispiel die ganzen Kabel für die Deckenbeleuchtung hochgehen, die müssen halt dann irgendwie darüber gelegt werden, nur darüber. Das ist eine Sache, da spreche ich dann mit dem Elektriker drüber. Das ist mir eigentlich relativ egal, wo die Schalter am Ende sind, solange alles noch funktioniert und die nicht da irgendwie doof mitten im Raum rumhängen. Aber man muss sagen, wenn man jetzt mal anschaut, wie das aussah, als ich euch das erste Mal hier gezeigt habe, hat sich einiges getan. Ich denke, dass ich jetzt erstmal ins Bett gehe und dann werde ich morgen hier noch ein bisschen weitermachen. Mal schauen, wie weit ich noch komme, bis das Update-Video online kommt. Ebenso ist ja, wie gesagt, noch ein Haul-Video unterwegs und auch ein normales Update-Video ist auch in der Arbeit. Also da kommt vermutlich noch einiges in den nächsten Tagen. Und ich sage jetzt erstmal mir selbst gute Nacht. So, ich gehe jetzt zu den etwas rabiateren Methoden über, weil es einfach besser funktioniert. Ihr seht, hier liegt eine Axt. Damit habe ich jetzt schon mal hier die vordere Abdeckung runterbekommen, indem ich sie einfach in der Mitte durchgetrennt habe mit der Axt. Hinter ist jetzt auch schön schräg durch, aber ich denke, dass ich da jetzt die Abdeckung jetzt einfach runterhebeln kann. Dann kommen die Balken raus und dann geht's auch hier hinten endlich mal weiter. Das ist ja, wie gesagt, das größte Problem momentan, weil es einfach so stabil gebaut ist, warum auch immer. Ja, ich mache es jetzt raus. Bis zum nächsten kleinen Update hier gleich. Und damit hätten wir das Ende für das heutige Baustellen-Update erreicht. Ihr seht, ich habe da hinten jetzt noch mal ein ganzes Stück rausbekommen. Es funktioniert. Jetzt ist wirklich nicht mehr so viel zu machen. Also das Stückchen Wand, das ist nicht mehr ein Problem. Das hier oben, das Ständerwerk, hier ist eh kein großes Problem. Und hier sind wir jetzt fast fertig mit dieser Holzkonstruktion. Die einzige Wand, die noch auf beiden Seiten steht, ist die da. Aber die ist wirklich so groß. Aber hier ist jetzt auch endlich ein großes Stück rausgekommen. Die paar Balken da oben kriegt man leicht raus. Die sind einfach nur mit ein paar Schrauben festgeschraubt. Das ist nicht so das Problem. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ihr hört, ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich gerade noch Sachen runtergetragen habe. Es macht sich, oder? Was denkt ihr? Geh mal in diese Ecke. Und ich bin jetzt wirklich zuversichtlich, dass mein Plan funktioniert, dass ich diese Woche tatsächlich den ganzen Kram hier an Wänden rausbekomme noch, dann hier ordentlich aufräume und dann kann hoffentlich der Elektriker am besten am Montag kommen. Und dann wäre das so, dass ich nächste Woche vielleicht sogar streichen kann. Vielleicht könnten wir dann auch übernächstes Wochenende den Boden gießen. Und dann wären wir hier sozusagen renovierungstechnisch fertig. Das heißt, ich muss mich jetzt langsam mal darum kümmern, das Holz endlich richtig zu bestellen für die ersten Tische. Die müssen ja dann auch gebaut werden. Da gibt es natürlich auch wieder Update-Videos dazu. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Es wird wirklich groß, muss man sagen. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich gehe gleich nochmal mit euch nach unten, würde ich sagen. Wir schauen mal kurz an, was das Ganze an Müll produziert hat inzwischen. Das ist ein langer Weg. Also wir gehen jetzt hier mal um die Ecke. Hier liegt noch mehr Müll, der runtergetragen werden muss. Ebenso wie hier noch mehr Müll. Und auf die ganze Treppe ist natürlich auch komplett voll mit Müll inzwischen. Und was auch immer da alles runterfällt. Und hier ist das Zwischenlager. Dann seht ihr mal, was es alles an Müll produziert hat. Hier sind die Türen. Hier ist ganz viel Gipswand und Holzelemente. Da hinten ist das Ständerwerk, was ich schon runtergetragen habe. Und hier ist die ganze Dämmung. Und es ist doch wirklich einiges an Müll. Damit würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefallen auch diese Updates, wo es um die Baustelle bzw. um den Umzug geht. Und dann kann ich nur sagen, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.